Servus! Grüß euch! Wir nutzen gerade das leicht bewölkte Wetter, weil dann brennt die Sonne nicht ganz so runter. Wir sind gerade in der wunderschönen Gegend von der Spitzkoppe und wollen euch heute mal unser Reisegefährt da hinten vorstellen. Genau, das Ganze haben wir gebucht über Explore Namibia, aber dazu später ein bisschen mehr. Jetzt schauen wir uns das Gerät erstmal an. Wir haben uns ein Toyota Hilux vom Baujahr 2017 geholt. Bei den Mietwagenfirmen ist es aktuell noch das neueste Modell, was man kriegen kann. Wir haben uns für die Safari-Edition entschieden und nicht die normalen, die man mieten kann. Die normalen haben zwar auch Geländereifen und einen kleinen Bullfänger dran. Wir haben uns aber für die Safari-Edition entschieden, weil er höher gelegt ist, hat einen Schnorchel, hat einen größeren Bullfänger und die Offroad-Stoßstange und auch MT-Bereifung, ein bisschen brutalere. Das sind 17 Zoller. Wir hatten eigentlich gedacht, wegen der Regenzeit sind viele Flussdurchfahrten noch mit Wasser oder schon mit Wasser überspült oder mehr Schlamm auch auf den Strecken. War bis jetzt noch nicht, aber da hat man gedacht, lieber auf Nummer sicher gehen, höher gelegt und einen Schnorchel. Wir haben hier vorne noch einen Highlift-Check dran, haben wir noch nicht gebraucht, hoffentlich werden wir ihn auch nicht brauchen, aber gut zu wissen dabei zu haben. Wie gesagt, wir haben eine MT-Bereifung, 17 Zoll, eine Höherlegung, ich schätze so um die 4 cm, ein verstärktes Offroad-Fahrwerk ist drin, ein Schnorchel wie schon angesprochen. Dann hat man hinten an dem Aufbau, an dem Hardtop quasi, kann man von allen Seiten rangehen mit verschließbaren Klappen. Haben wir einen Spaten dran, haben wir auch noch nicht gebraucht, Gott sei Dank. Und einen Reservekanister, den haben wir noch gar nicht befüllt, weil die Tankstellen sind schon relativ weit auseinander, vor allem im Norden. Aber das Auto hat von Haus aus einen doppelten Dieseltank verbaut. Von dem her haben wir 2x80 Liter an Bord. Reichweite von der Mietwagenfirma angegeben mit ungefähr 1000 Kilometer. Dazu ist zu sagen, dass die Tankanzeige immer nur den Tank vom ersten oder den Stand vom ersten Tank anzeigt. Also man muss ein bisschen mitzählen, wie leer ist denn jetzt der Zweitank, der zuerst leer gezogen wird, weil die Tankanzeige bleibt erstmal immer auf voll, auch wenn man schon 500 Kilometer gefahren ist. Wir haben oben drauf ein Dachzelt. An der Stelle auch nochmal besten Dank an Explore Namibia, dass die für uns möglich gemacht haben, dass wir ein Familiendachzelt bekommen haben. Beim Doppelkabiner, der für 4 bis 5 Leute ausgelegt ist, sind normalerweise 2 einzelne Dachzelte drauf. Aber weil unser Sohnemann nicht allein schlafen will und wir das auch 1,20 Meter zu dritt nicht hinbekommen, haben wir netterweise kostenfrei das Familiendachzelt bekommen. Liegefläche ungefähr 240 auf 240, von dem her für uns 3 absolut ausreichend. Dann gehen wir mal weiter rum. Wir haben 2 Ersatzreifen dabei. Einer hinten dran, einer unten drunter. Dann haben wir noch hier unten einen Wasserhahn, einen Wasserauslass. Wir haben noch einen Wassertank mit verbaut, hinten auf der Ladefläche von 40 Litern. Für Gesichtwaschen, Zähneputzen, Abspülen und dergleichen. Also nicht unbedingt Trinkwasser. Das haben wir in extra separaten 5 Liter Wasserkanistern dabei, die man im Supermarkt kaufen kann. Und hier oben ist an der Seite noch eine Axt angebracht. Die haben wir bis jetzt auch noch nicht gebraucht, weil Feuerholz kriegst du überall ziemlich nachgeschmissen. Zu den Reifen ist noch zu sagen, dass wir die meiste Zeit mit dem Luftdruck von 1,7, 1,8 Bar unterwegs sind, auf den Gravel Roads vor allem, auf den Teerstraßen empfiehlt die Mietwagenfirma 2.0 oder 2.2. Es empfiehlt sich wirklich, den Luftdruck rauszulassen, schon allein wegen dem Wellblechmuster in den Straßen manchmal, also dem Gehoppere, das nimmt schon unheimlich viel weg. Und auch für die Reifen ist es wesentlich besser, weil doch relativ viele grobe und große Steine, teilweise auch spitzkantige Steine rumliegen, dass einfach die Reifen auch geschont werden. Zum Fahren insgesamt ist auch noch zu sagen, dass die Mietwagenfirma bzw. unsere Mietwagenfirma hier ein Tempolimit festlegt. Auf geteerten Straßen können wir 120 fahren, auf den Gravel Roads maximal 80 km/h, auch wenn die wie zum Beispiel im Skeleton Coast Nationalpark bretteben sind und keinerlei Steine und Hopper drin sind,
Wir dürfen nicht schneller als 80 fahren, das wird GPS überwacht über eine Blackbox. Sobald man da über 80 fährt, geht ein ohrenbetäubendes Gepiepe los, genauso bei über 120 auf den Teerstraßen. Von dem her fährt man da dann freiwillig um des Gehörs willen das entsprechende Tempo. Dann schauen wir mal rein in die gute Stube. Wie man sieht, das Auto wird schon nach wenigen Kilometern sehr, sehr staubig. Das geht in alle Gelenke, Scharniere rein, also es knatzt und tut schon recht ordentlich. Also Respekt an die Autos, was die abkönnen müssen. Der hat insgesamt so um die 150.000 Kilometer drauf. Wir haben jetzt seit ungefähr 2.000 Kilometer gefahren. Von dem her wissen wir schon ein bisschen, was stört uns, was würden wir vielleicht anders machen. Aber jetzt schauen wir mal in den Aufbau noch rein. Jetzt zeigen wir euch das Innere vom Auto. Hier befinden sich 2 Gasflaschen. Die kann man einfach rausheben und dann überall draußen auch kochen. Hier hinten befindet sich noch der 40 Liter Wassertank, den man hier befüllen kann. Hier sind unsere Stühle mit Spanngurten befestigt und da oben ist eben der Tisch, den man einfach hier dann so rausziehen kann. Es ist eigentlich keine schlechte Idee, den so aufzubewahren. Dann haben wir hier noch unseren kleinen Grill. Also was heißt Grill? Das Gitter, um das auf den Grill zu legen. Ist immer ganz praktisch, weil an jedem Campsite, wo wir jetzt waren, gibt es Grillmöglichkeiten oder Feuerstellen. Die lieben das einfach, glaube ich, zu grillen und wir lieben es auch. Und deswegen freuen wir uns, dass wir eigentlich überall grillen können. Dann haben wir hier noch eine 40 Liter Kompressorkühlbox. Die kann man leider nicht rausschieben. Man kann sie nur in diese Richtung öffnen und wieder schließen und befüllen. Sie ist super, weil sie echt groß ist. Der einzige Nachteil ist ein bisschen, wir sind jetzt auch nicht die Größten und schmieren uns halt immer an diesem recht staubigen Auto entlang wegen der Gravel Road und sind dann halt auch immer ordentlich staubig. Was ich zu der Kühlbox noch sagen möchte, die ist vorne an die Zweitbatterie angeschlossen. Also wir haben vorne eine zweite Batterie, die nur für die Kühlbox läuft. Also falls wir mal nicht regelmäßig fahren, dann geht halt einfach die Batterie da vorne aus, aber das Auto springt weiterhin an. Ja, der Ausbau hier hinten, der führt sich eigentlich sofort, wie jetzt mal bei der Kühlbox ja schon gezeigt haben. Es ist jetzt hier nichts mit Auszügen, es ist alles ein bisschen einfach gehalten mit Wäschesäcken und Kisten. Wie ihr sehen könnt, die Kisten kommen euch vielleicht bekannt vor, die haben wir ja auch auf dem Rudi oben drauf. Wir können es verstehen, dass man da jetzt keinen High-End-Ausbau reinmacht, was so wie die Autos auch benutzt werden, werden sie auch, denke ich, regelmäßig ausgetauscht. Oder müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Aber jetzt schauen wir einfach mal rein, was in den Kisten drin ist. Wie gerade schon gesagt, das sind unsere Bettwäsche für oben im Dachzelt. Dann haben wir hier eine Geschirrbox. Da ist unser komplettes Geschirr drin. Eine Kiste für komplett nur Lebensmittel. Dann haben wir hier hinten noch eine Kiste, da ist unsere Waschschüssel drin und der Aufsatz für die Gasflaschen. Und da oben ist noch eine Kiste, da ist unser Bordwerkzeug drinnen, also der Kompressor für die Reifen. Da kann man ja gerne noch mal reinschauen. Hier ist der Kompressor drinnen, also für die Autoreifen. Falls man dann nicht gleich wieder eine Tankstelle findet, dann kann man sie hiermit wieder aufpumpen. Was zum Saubermachen ist noch mit drinnen. Dann noch ein Kabel für den Diesel. Schlauch meine ich. Schlauch für den Diesel. Überbrückungskabel, Wagenheber ist glaube ich noch drin. Ja genau, hier ist noch ein Wagenheber. Also
Und da unten ist, denke ich, noch, das haben wir auch noch nicht mal aufgemacht. Ich denke, da ist Schraubenschlüssel und so noch drin, aber wir hoffen, wir brauchen es sowieso nicht. Hier ist noch ein bisschen Frischwasser auch von uns immer gelagert, und wenn jetzt die ganzen Kisten eingeräumt sind, die Bettwäsche drin ist, dann kommen eigentlich noch unsere Rucksäcke hier oben drauf. Die liegen vorne im Moment auf dem Fahrer-, Beifahrer- und Rücksitz. Ja, das nervt ein bisschen, weil man es immer wieder hin und her räumen muss. Immer wenn man ankommt, alle Rucksäcke wieder nach vorne und alles rausräumen. Ja, wenn es unser Auto einfach wäre, würden wir es ein bisschen anders ausbauen, aber wir verstehen, warum es hier so ist. Und so sieht es dann aus, wenn es komplett gepackt ist, mit unseren Rucksäcken dann auch noch. Und da hinten liegt dann meistens auch noch ein Packen Feuerholz hinten drauf. Und jetzt bauen wir mal das Dachzelt oben auf. Wie ihr gesehen habt, es ist in ein paar Minuten aufgebaut und man wird auch von Tag zu Tag schneller. Wir haben jetzt nur hier vorne die Plane aufgestellt. Man kann das aber ringsrum auch, also an allen Seiten aufstellen. Aber es ist oft windig und dann genügt eigentlich diese Seite. Es kommt genug Luft rein und wir bauen es meistens so auf, weil dann ist es nicht ganz so frisch im Zelt. Das war jetzt unsere kurze Vorstellung von dem geilen Auto. Ja, ist schon ein ganz cooles Setup, muss man zugeben. Ja, das Dachzelt habt ihr ja gesehen, also in ein paar Minuten ist es auf- und abgebaut. Das geht voll easy, wenn man es mal dann drauf hat. Und nochmal zu der Batterie. Also ist es wichtig, wenn ihr was mit USB laden wollt. Es ist zwar ein USB-Ladeport im Auto, aber wenn ihr mehr Geräte habt, weil das ist ein bisschen schade mit der Zweitbatterie, also die ist wirklich nur an der Kühltruhe angeschlossen, ansonsten ist da leider eben nichts mit USB-Buchsen oder Lichtern oder sonst irgendwas. Also auf jeden Fall irgendwas mitnehmen. Wir haben so ein Ladeport dabei, den man eben in der 12 Volt Steckdose mitladen kann. Und ansonsten noch zu sagen ist, nimmt dann auf jeden Fall Taschenlampen mit, das ist wichtig, weil sonst habt ihr nämlich gar kein Licht, es wird nämlich hier stockfinster. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr eure Schuhe nicht mit ins Dachzelt nehmt oder ins Auto stellt, sondern außen stehen lasst, schaut immer rein, weil sonst sind vielleicht mal Skorpione oder anderes Getier im Schuh. Wie schon gesagt, haben wir das Auto bei Explore Namibia gemietet. Wir sind als Selbstfahrer unterwegs, von dem her haben wir auch netterweise gleich noch so einen Tourguide mitbekommen mit Haufen nützlichen Adressen, Telefonnummern und ganz vielen Adressen von Campingplätzen über das ganze Land verteilt, Hinweise zum 4x4 fahren, also welche Gänge, welche Reifendrücke. Da nochmal zum 4x4 fahren, also das Auto von Haus aus ja ausgestattet mit Allradantrieb, auch 4Low, also Low Range, und zusätzlich hat es auch noch eine Differentialsperre hinten drin. Aber wie gesagt, von Explore Namibia sind wir super beraten worden, an der Stelle auch besten Dank an Silvia, danke dir. Die hat mit Engelsgeduld sämtliche Fragen beantwortet, vor allem im Moment mit der Situation mit Corona und auch mit der eigentlich jetzt einsetzenden Regenzeit hat man doch einige Fragen, wie und was, wie sich das alles verhält. Also wir sind super rundum betreut worden, können wir nur weiterempfehlen so.
Zusätzliches nettes Gimmick war zu dem Tourenheft eine extra Karte für den Etoscher Nationalpark und ganz besonders eben für unseren Sohnemann sieht man eben, wo welche Tiere zu finden sind, auch mit ganz vielen Bildern, dass man mit Fernglas auch schön gucken kann und sagen kann, oh, den habe ich gesehen und was war denn das? Von dem her, das ist auch noch was man nicht vergessen sollte, neben Taschenlampen unbedingt Fernglas mitbringen, lohnt sich auf jeden Fall. So. Also wenn ihr auch vorhabt, nach Namibia zu kommen, dann können wir euch Explore Namibia empfehlen. Ist sogar auch deutschsprachig, also falls das für jemanden ein Hindernis ist, also sprechen perfekt Deutsch, Ja. ist in Windhoek ansässig und wir sind voll zufrieden damit. Absolut, ja. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß bei unserem kurzen Video und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.